Hallo, ich begrüße euch zu unserem neuen Video. Es geht heute um den Umbau von zwei Choppern, nämlich einer Kawasaki VN800 und einer Indian Scout. Die Fahrzeuge gehören zwei Kumpels bzw. Freunden und die wollten beide gerne einen 240er Hinterreifen in ihrem Fahrzeug eingebaut haben. So, hier sieht man die beiden Fahrzeuge im angelieferten Zustand. Wurden schon von den Besitzern so ein klein bisschen umgebaut, aber mit schmaler Bereifung noch. Als erstes haben wir die Indian Scout ins Visier genommen, haben die Hinterradschwinge, Hinterrad etc. ausgebaut und werden diese als erstes umbauen. Da wir bei der Indian Scout schon einige Anfragen hatten wegen 240er Umbau, haben wir uns entschlossen, hier einen kompletten Kit draus zu machen, der dann später im Onlineshop bestellbar ist. Als erstes haben wir die Schwinge, und zwar die Originalschwinge, verbreitert, um den Preis moderat zu halten. Dazu haben wir eine Leere gebaut. Die Schwinge wurde quasi auseinandergesägt und dann entsprechend verbreitert und mit einer Verstärkung verschweißt. Und anschließend wurde die wieder pulverbeschichtet und ist dann inklusive Distanzen etc. komplett Plug-and-Play einbaufähig. Das Originalhinterrad sollte erst verbreitert werden, ist in diesem Fall aber nicht gegangen. Deswegen haben wir uns entschlossen, eine 8,5 x 17 dreiteilige Felge ins Sortiment zu nehmen, die wir selbst herstellen. Wir fertigen den Innenring aus hochfestem Aluminium im Originaldesign, wie hier zu sehen ist. Anschließend wird er mit zwei Felgenbetten verschraubt und in diesem Fall alle Teile vorher pulverbeschichtet, miteinander verklebt und anschließend verschraubt. Dann hat man eine einbaufähige Felge, die ebenfalls dann Plug-and-Play in die Schwinge hineinpasst. Das Rad und die Schwinge wurde jetzt hier gemeinsam verschraubt. Bremsscheibe mit Triggerscheibe für ABS-System montiert und der Original-Ruckdämpfer natürlich verwendet. Dabei wurde natürlich berücksichtigt, dass das Rad exakt mittig verläuft und ebenfalls wurde die Linie des Belt angepasst. Das heißt, es musste leicht offset gestellt werden in Verbindung mit einem Offset-Pulli, der in dem Kit dann enthalten ist. Und bei unserem Hinterrad wurde auch ebenfalls das hintere Pullirad bereits offset gesetzt, damit man keine zusätzlichen Distanzen benötigt. Zu einem breiten Hinterrad braucht man natürlich auch einen passenden Fender. Da haben wir uns ebenfalls entschlossen, einen Fender-Kit anzubieten. Wir fertigen den aus einem Stahlfender an, der dann mit der Originalverschraubung am Rahmen Plug-and-Play passt. Man kann hier im Video sehen, wie das bei uns in der Werkstatt abläuft. Der Mechaniker passt quasi den Fender erstmal am Rad an, dann macht er die Halterungen in einer Schweißlehre und anschließend wird er dementsprechend zurechtgeschnitten und gekürzt. In dem Fall bei der Indian Scout haben wir die Original-Struts weiterverwendet, weil die eine schöne Linie haben und auch zu diesem Fender-Umbau passen. Und man hat dann auch eine Optik, die weiter am Original liegt wie ein komplett customized Fender. Hier sieht man außerdem noch, wie wir ausprobieren, damit die Freigängigkeit erreicht wird. Das heißt, die Federn werden ausgebaut aus den Federbeinen, damit wir das Fahrzeug komplett ein- und ausfedern können und somit die Freigängigkeit überprüfen können. Und hier seht ihr jetzt das fertige Ergebnis, die fertig montierten Teile, die bei uns im Onlineshop in Kürze bestellbar sind. So, jetzt starten wir mit dem VN800 Umbau auf 240er Hinterrad. Die große Herausforderung bei diesem Umbau ist, das Hinterrad wirklich mittig im Rahmen einbauen zu können. Es gibt schon seit langer Zeit von Customizern, Kollegen Lösungen dafür, allerdings keine einzige gibt eine Mittigkeit des Hinterrades her. Das heißt, die Räder werden bis zu 30, 35 mm außermittig verbaut. Das wollten wir unbedingt vermeiden, schon aus optischen und natürlich auch fahrtechnischen Gründen. So haben wir uns entschlossen, die Hinterradschwinge zu verbreitern, und zwar die Original-Hinterradschwinge und gleichzeitig den Rahmen nach links etwas zu verbreitern. Einige Spezialisten unter euch werden sich fragen, wie bekomme ich eine Rahmenverbreiterung durch den TÜV? Das wurde vorher mit dem TÜV besprochen und wir haben uns dazu entschieden, den Rahmen nach links zu verbreitern und massiv zu verstärken. Das heißt, die Festigkeit wird höher sein gegenüber dem Original. Auch an diesem Bike haben wir natürlich für diesen 240er Umbau einen Fender
angefertigt mit entsprechenden Fender Struts und der dann an die Originalschwinge verschraubt wird und eben zur Linie des Fahrzeuges passt. Das Fahrzeug ist mit Speichenfelgen original ausgerüstet. Deswegen verwenden wir bei diesem Umbau die Original-Hinterradnabe, auf die wir dann eine 8,5 x 18 Felge aufspeichen. Abschließend könnt ihr sehen, wie die fertigen Teile nach Lackierung und Beschichtung im Fahrzeug verbaut werden. Und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Fahrzeuge kommen gerade von der TÜV Einzelabnahme, sind beide abgenommen worden. Ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Es werden auch immer mehr Anforderungen gestellt, Festigkeitsberechnungen und so weiter. Das sind ja individuelle Einzelumbauten, die wir hier erstellen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch gerne eure Fahrzeuge, egal welches Modell, zu uns bringen oder eine Kontaktanfrage stellen per E-Mail auf info@rf-biketech.de oder halt per Telefon, gerne auch anrufen. Und dann beraten wir euch gerne, was denn möglich wäre und dann auch, was legal halt möglich wäre. Umbauten bis zum 360er Reifen machen wir ja bei allen Modellen. Das heißt also, es wäre vieles möglich, nicht alles, aber vieles. Meldet euch einfach bei uns. Die Indian Scout übrigens werden wir die Teile, weil es uns so gut gefällt, in unserem neuen Online-Shop aufnehmen. Übrigens erst seit ca. 3 Wochen ist der neue Shop online, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Darin werdet ihr die Teile dann auch bestellen können. Das heißt, die Indian Scout auf 240er Umbau müsste gar nicht bei uns direkt angeliefert werden. Die Teile gibt es in Kürze auch zum Verschicken, also in unserem Online-Shop auch bestellbar. Das heißt Schwingenverbreiterung, Heckfender, das Hinterrad als 8,5 x 17 Felge und so weiter. Also schaut einfach mal rein und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.